Daten, Daten, Daten und eine Berichtssaison, die voll im Gang ist und Europas kleine Schritte in die Energieunabhängigkeit. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Diese Woche hat es in sich. Heute Abend die FED-Sitzung und alle werden an Jerome Powells Worten hängen und hoffen auf verbindliche Aussagen. Ob er das kann oder will, ist ein anderes Kapitel. Einerseits, weil im September noch eine Menge an relevanten Daten kommen und andererseits, weil im August das jährliche Notenbanktreffen in Jackson Hole ansteht. Bleiben wir bei den Fakten. Das Wachstum für das zweite Quartal kam doch überraschend positiver als zuletzt erwartet. Konsum, staatliche Ausgaben, der Lageraufbau waren sehr positiv. Der Außenbeitrag eher negativ. Die Details dazu in der eingeblendeten linken Grafik. Der rechte Chart zeigt die Entwicklung der Mitinflation, die zu einem guten Teil für die hartnäckige hohe Serviceinflation verantwortlich war. Die Daten der Cleveland Fed zeigen einen kräftigen Preisrückgang bei Neuvermietungen. Das ist die grüne Linie. Der Gesamtindex, also Alt- und Neubestand an Mieten, liegt bei knapp unter 4% mit sinkender Tendenz. Das ist die schwarze Linie. Soweit so gut. Was ist jetzt die orange Linie? Kostenäquivalent bei Eigenheimen. Die Notenbank berücksichtigt für Eigentümer einen Inflationsposten bestehend aus Mietäquivalent, Kosten für Reparaturen oder Versicherungen, um nur einige Punkte anzuführen. Und das ist eben die besagte orange Linie, die nun auch stetig abnimmt. Das heißt, die hartnäckigen Inflationskomponenten bröckeln und in circa 6 Monaten erreichen wir das langfristige Niveau der letzten Jahre. Das ist aber noch nicht alles in dieser Woche. Heute früh hat die Bank of Japan um 0,25% angehoben und morgen ist das Meeting der Bank of England. Ein weiterer wichtiger Datenpunkt ist diesen Freitag der US-Arbeitsmarkt. Bei den Aktien stehen Ergebnisveröffentlichungen für rund 40% der S&P-Unternehmen und ein Viertel der 600 Unternehmen an. Die prominentesten sind Microsoft, Meta, Apple, Volkswagen, Danone, also ganze Menge. Nächste Woche wird Ulrich Baumann dazu berichten. Der Ölpreis ist zuletzt wieder unter 80 US-Dollar gefallen. Noch sind es nicht die alternativen Antriebsarten, die für weniger Treibstoffverbrauch sorgen. Das kann sich in Zukunft ändern. Dazu 2 Beispiele. Die Lkw-Produzenten MAN und Daimler sind schon weit fortgeschritten in ihren Entwicklungen. MAN setzt auf elektronische Nutzfahrzeuge, die Großserienproduktion wird 2025 starten und die aktuelle Sonderproduktion ablösen. Der Verkauf läuft schon recht gut. Seit Anfang des Jahres sind ca. 2000 Bestellungen und Anfragen eingegangen. Daimler Trucks, der weltweit größte Nutzfahrzeugproduzent, geht noch einen Schritt weiter. Sie setzen auf Batterien und Brennstoffzellen. 1000 Kilometer Reichweite mit flüssigem Wasserstoff überzeugte, sodass demnächst die Probephase für Kunden angedacht ist. Passend dazu auch, dass in Deutschland das Wasserstoffnetz auf einer Leitungslänge von rund 10.000 Kilometer ausgebaut wird. Um grünen Wasserstoff zu produzieren, benötigt es grünen Strom. Die Fortschritte in Europa waren im letzten Jahr olympiareif. In der nächsten Einblendung zeigt die linke Grafik den Anteil des erneuerbaren Stroms an der Gesamtproduktion im Vergleich zum Vorjahr. In Gesamteuropa stieg dieser auf fast 50%. Österreich führt mit 92% der Landesproduktion knapp vor Portugal die Rangliste in Europa an. Rechts noch die Details. Steigende Werte querbeet. Mit 180% Anstieg sticht die Entwicklung beim Sonnenstrom hervor. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist halt das Wunder der Förderungen. Das Kleingedruckte besagt, nicht berücksichtigt wird Strom für den Eigenbetrieb von Kraftwerken, selbstgenutzter Strom, zum Beispiel Privathaushalte oder Anlagen ohne Netzanbindung. Also wir produzieren mehr, als in der Statistik ankommt. Chapeau für diesen bisherigen Fortschritt. Nochmals der Hinweis, heute Abend FED-Sitzung. Euch eine erfolgreiche Woche und gesund bleiben, euer Larry.